Welche Las Vegas Season war eigentlich die beste von Elvis? Gute Frage. Auch ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht. In der neuesten Episode von In Elvis Veritas soll es darum gehen und ich habe einen Geheimfavoriten. Gleich nach dem Intro. Elvis Presley. Herzlich willkommen, liebe Freunde von In Elvis Veritas, zu einer neuen Ausgabe hier auf dem Kanal für Elvis-Fans in deutscher Sprache mit englischen Untertiteln. Toll, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich habe jetzt mal eine Konzertseason in Las Vegas ausgesucht von Elvis, wo ich glaube, sie ist ein heißer Favorit auf den Anwärter, vielleicht die beste Las Vegas Season von Elvis gewesen zu sein. Aber natürlich könnt ihr wie immer, und ich bitte euch darum, fleißig in die Kommentare reinzuschreiben, welche Las Vegas Season ist euer persönlicher Favorit. Wir gehen jetzt ins Jahr 1970 und zwar in die oft etwas, ja, wie soll ich sagen, sträflich vernachlässigte Januar-Februar-Season von Elvis im International Hotel. Bevor wir richtig einsteigen, denkt dann, dass ihr meinen Kanal abonniert, mir einen Gefällt mir gibt, die Alarmglocke aktiviert, dann verpasst ihr nichts mehr. Vielen Dank dafür. Ja, wir kennen alle die Geschichte. Nach dem TV-Comeback im Dezember 1968 mit dem Elvis NBC TV Special, seht mein Video dazu, das ich darüber gemacht habe, ging Elvis im August 1969 zurück auf die Live-Bühne zu echten Live-Performances und gebucht wurde das ganz neu gebaute International Hotel in Las Vegas. Diese Comeback-Season war ein triumphaler Erfolg für Elvis. Die Kritiker überschlugen sich vor lauter Lob, wie toll Elvis doch sei, nach all den Jahren, wo er nur in Hollywood in irgendwelchen seichten Filmchen mitgespielt hatte, jetzt wieder auf der Bühne und besser als je zuvor. Das Ganze war so triumphal, dass man der Meinung war, man müsse das ganz schnell wiederholen. Bei Popular Request sozusagen im Januar und Februar ging es gleich wieder zurück nach Las Vegas in einer Jahreszeit, in der eigentlich selbst für Las Vegas Verhältnisse eher tote Hose herrscht. Und man war auch ein bisschen gespannt, ob es Elvis schafft, erneut nach so kurzer Zeit und dann noch dazu mitten im Winter die Spielerstadt und das neue International Hotel zu füllen. Was soll ich sagen? Natürlich hat er es geschafft. 57 Shows zwischen dem 26. Januar 1970 und dem 23. Februar 1970 legen eine eindrucksvolle Bilanz ab über diese Las Vegas Season mitten im Winter. Dabei hatte Las Vegas erst ein ganz großes Highlight kurz vorher, am 14. Januar nämlich, war Diana Ross mit den Supremes zu Gast in Las Vegas und sie gaben dort ihr Abschlusskonzert. Und am 21. Februar, während Elvis gerade mitten in seiner zweiten Las Vegas Season nach dem Comeback wohlgemerkt war, trat eine andere Gruppe in Erscheinung, die ihren ersten Auftritt sozusagen hatte, als neuer Act vorgestellt wurde in der legendären amerikanischen Pop-Fernsehshow American Bandstand, moderiert von Dick Clark, und er präsentierte die Jackson 5. Ladies and gentlemen, please greet for their first visit, the Jackson 5. Jetzt werdet ihr euch fragen, was macht die Jackson 5 hier in einem Elvis-Kanal? Ganz einfach. Der Bezug ist natürlich da. Michael Jackson, wissen wir alle, war der zweite Ehemann von Lisa Marie Presley, von Elvis' Tochter. Und deshalb glaube ich, kann man das zu Recht einmal erwähnen. Im Übrigen ein sensationeller Auftritt von der Jackson 5 mit einem wirklich fantastischen jungen Michael Jackson. Kommen wir nun aber zu den Shows. Es gibt doch zahlreiche Veröffentlichungen, vor allem Bootlegs, aber auch FTD hat sich der Sache angenommen und vor allem der Memphis Recording Service, die einzelne Shows aus diesem Las Vegas Engagement porträtieren. Der Memphis Recording Service hat eine, wie ich finde, sehr gelungene Doppel-LP veröffentlicht, und zwar deshalb so gelungen, weil
wir tatsächlich einmal eine Opening Show einer Las Vegas Season und die Closing Show drin haben. Das heißt, wir bekommen die Opening Show vom 26. Januar 1970 und wir bekommen die Closing Show vom 23. Februar 70 und können gut vergleichen, was sich zwischen diesen 57 Shows oder besser gesagt den 55 Shows, die dazwischen liegen, was sich da bei Elvis so ergeben hat. Es lohnt mal einen Blick reinzuwerfen. Ja, kommen wir zur Opening Show vom 26. Januar 1970, die nicht weniger als 8 Live-Premieren brachte. Für das Publikum toll, für uns natürlich auch. Schauen wir uns die Songs mal im Einzelnen an. Wir haben in der Opening Show zum Beispiel die erste Live-Version seit 1961 von That's Alright Mama. Ich klammer jetzt mal bewusst das 68 Comeback Special aus, weil das ja so ein Mittelding ist, schon live im Fernsehstudio. Aber direkt vor Publikum, ohne irgendeine Fernsehshow, war es tatsächlich die erste Live-Fassung seit 1961. Well, that's alright, Mama. That's alright with you. That's alright, Mama. Just any way you do it, that's alright. Ebenfalls eine Premiere am 26. Januar 1970 erlebte der Song Proud Mary, der ja im Jahr 1968 von Creedence Clearwater Revival aufgenommen wurde und ein weltweiter Top-Hit wurde. Elvis fand den Song prima. Er brachte ihn am 26. Januar 70 das erste Mal live und er war noch viele Jahre in seinem Live-Programm enthalten. Hey! Left a good job in the city, working for the man every night and day. Ebenfalls zum ersten Mal live hören wir den Song Don't Cry Daddy, ein Top-Single-Erfolg für Elvis. Don't cry, Daddy. Daddy, please don't cry. Ebenfalls zum ersten Mal live seit 1956 hören wir den Song Long Tall Sally und das Besondere daran ist, dass dieser Song auch tatsächlich nicht in einem Medley enthalten ist, sondern Elvis bringt den Song regulär als alleinstehenden Song in einer klasse rock'n'rolligen Version. I'm gonna tell Aunt Mary about Uncle John. He claimed he got the misery, but he had a lot of fun, oh baby. Hey, baby. Hey, oh baby. Having me some fun tonight. Elvis mochte unheimlich gerne den Song Let It Be Me von den Everly Brothers und er hat ihn in dieser Season das erste Mal live gebracht. Leider sehr schnell aus dem Repertoire, später wieder verschwunden. Hier haben wir die erste Live-Fassung von Let It Be Me. God bless the day I found you. I want to stay around you. And so I beg you, let it be me. Ebenfalls eine Live-Premiere wird uns beschert mit dem Song Walk a Mile in My Shoes. Walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. Herausragend in dieser Opening Show und bei Bootleggern schon seit vielen Jahren ein heißgeliebter Song, die erste und leider auch einzige Live-Fassung von True Love Travels on a Gravel Road aus dem Album von Elvis in Memphis, eines der besten Elvis-Studio-Alben überhaupt, hier in einer, wie ich finde, fantastischen Live-Version. How many hearts could live through all the winters we've known and still not be cold? If true love travels on a gravel road. Ebenfalls zum ersten Mal live hören wir den Song Sweet Caroline, ein Top-Hit für Neil Diamond gewesen. Elvis mochte den Song, also hat er ihn gesungen, so war das bei Elvis immer. Er hatte keinerlei Berührungsängste, Songs zu covern, das war ihm eigentlich egal. Wenn er einen Song mochte, hat er das getan und so war es hier auch mit Sweet Caroline. Wir merken aber, dass das nicht so ganz rund ablief, denn Elvis wollte am Schluss noch einmal eine Verlängerung von dem Song machen und dann ging es ein bisschen durcheinander mit der Band.
Ja, und für uns Elvis-Fans natürlich, die wir alle den Song, ich behaupte jetzt einfach mal alle, Pork Salad Annie lieben von Elvis. Hier haben wir die erste Live-Version. Ich werde auf den Song später nochmal zu sprechen kommen im Rahmen der Closing Show. Und ebenfalls das erste Mal live hören wir Kentucky Rain, eine Single-Auskopplung, die gerade auch zu dieser Zeit erschienen war, ebenfalls aufgenommen in den Sessions für das Album von Elvis in Memphis, also vom Januar, Februar 69. Der Song selbst war aber auf diesem Album nicht drauf, hier in einer wunderbaren Live-Fassung. Kentucky rain keeps pouring down, and up ahead's another town that I'll go walking through. Kommen wir zur Closing Show. Das Faszinierende an dieser Las Vegas Season vom Januar, Februar 70 ist, dass erstmals der Song CC Rider auftaucht, aber nicht, wie wir das später kennen, immer als Eröffnungsstück von jedem Elvis-Konzert. Nein, hier bringt Elvis den Song ganz alleinstehend mitten in der Show. Absolut hörenswert, auch auf dem Album Elvis on Stage natürlich enthalten, aber hier in der Closing Show auch eine tolle Fassung. Ein absolutes Highlight der Closing Show vom 23. Februar ist die erste Live-Version, wenn wir das 68 Comeback Special wieder ausklammern, von Lordy Miss Claudie mit einem fantastischen Piano-Intro von Glenn D. Harding gespielt, muss man gehört haben. Ja, und an Pork Salad Annie sehen wir sehr schön, wie sich das Ganze entwickelt hat, von der Opening Show vom 26. Januar bis zur Closing Show vom 23. Februar 70. Wir haben hier eine sehr, sehr spannende, interessante Version. Das betrifft aber weniger Elvis, sondern mehr die Background-Sänger. Man muss mal genau hinhören. Hier wird ein unheimlich grooviger Teil eingefügt in das Stück, wo die Background-Sänger auch einen völlig anderen Text singen. This is my time out while I take a little. Ja, und last but not least bringt uns die Closing Show vom 23. Februar eine der ersten Live-Versionen von It's Now or Never. Ich habe dazu ein eigenes Video gemacht, als ich letzten Sommer in Italien war und habe diese Fassung eingespielt. Ich verweise auf den Link oben eingeblendet zu diesem Video. Der Elvis-Fan Rick Rennie, der in Fankreisen ja fast schon ein bisschen Kultstatus erreicht hat. Er war einer derjenigen, der unglaublich viele Elvis-Shows mitgeschnitten hat aus dem Publikum. Wir werden heute, wundert man sich ein bisschen, dass das so einfach ging, aber damals war das mit dem Urheberrecht und mit diesen ganzen Dingen noch etwas einfacher. Und Rick Rennie hat unter anderem auch die Show vom 5. Februar 1970 mitgeschnitten und er hat vorher auf seine Aufnahme mit seinem eingebauten Mikrofon einen Kommentar darauf gesprochen, wo er darauf eingeht, dass er jetzt eine Show aufnimmt von dieser Januar-Februar-Season, 5. Februar 70, weil er enttäuscht war von der RCA-Veröffentlichung von dem August-Engagement in Las Vegas 69. Aber hören wir ihn doch mal selbst. This is Richard Rennie. I've come here expressly for the purpose of viewing Elvis in his stage show and to record the session because RCA Victor has put out an album of Elvis's recent Las Vegas appearance here in last August 1969, which was not up to par in my estimation. I was at the performances and I found them much more spectacular than the record would admit to. They cut out many sections, spliced and edited the tapes that they put on record so much that there's very little left of Elvis on the album.
songs, but no dialogue whatsoever. It makes it sound as if all he does is come out and sing, and that's that. He doesn't have anything to say or anything, which is not true. Also, the participation of the audience in Elvis's act is the amazing part of Elvis. The way he sends an audience, the way they turn on with him, and this is found completely wanting on the album. RCA has spliced out the whole audience participation section, so I've attempted to capture Elvis's entire performance here tonight on tape. Ja, was ihm daran nicht gefallen hat, war, dass die Songs einfach nacheinander an eine Reihe gesetzt wurden und man sozusagen die Live-Atmosphäre, das was Elvis dazwischen erzählt, den Zusammenhang, den die Songs kommen, das hat ihm nicht gefallen und deshalb hat er jetzt am 5. Februar eine dieser Shows mitgeschnitten. Sehr interessantes Dokument, natürlich ein Publikumsmitschnitt, aber wir hören, und das ist anders als bei den ganzen anderen Aufnahmen, tatsächlich das Intro vom Orchester. Normalerweise setzt es ja ein mit All Shook Up. Elvis hat ja in dieser Las Vegas Season übrigens auch einmalig mit All Shook Up eröffentlicht. Und was vorher aber das Orchester gespielt hat, das hat Rick Rennie aufgezeichnet. Wir hören mal rein. Ja, soweit zu dieser Las Vegas Season vom Januar, Februar 1970. Ja, jetzt seid ihr dran. Schreibt in die Kommentare, welche Las Vegas Season ist euer persönlicher Favorit. Ist es auch die Januar-Februar Season 1970 oder vielleicht der August 1970, der ja auch ganz hoch im Kurs steht, oder vielleicht eine ganz andere? Schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich drüber. Einen Abschlusstipp habe ich noch für euch. Mein Freund Marvin ist wieder mit Unplugged unterwegs. Er ist ja aus Duisburg, er ist ein Elvis Impersonator und macht fantastische Unplugged-Versionen mit seiner Band. Wenn ihr ihn mal hören wollt, besucht eine seiner Live-Shows. Ich empfehle ausdrücklich Marvin mit seiner Band und mit seinen Elvis-Shows. Dankeschön, dass ihr wieder mit dabei wart bei dieser Ausgabe. Würde mich freuen, wenn ihr auch nächsten Sonntag wieder einschalten würdet. Zu meinem nächsten Video. Die Planungen sind wie gesagt bereits bis Ende April durch, aber ihr könnt gerne wieder und weiterhin in die Kommentare reinschreiben. Interessante Stories, Themen, die ihr euch wünscht, Showbesprechungen, LP-Besprechungen. Ich bin für alles offen und freue mich über eure Vorschläge. Dankeschön, ciao und servus, euer Gerd. Long live the King. Ups, da geht's ab.